Es wäre völliger Quatsch, jetzt die ganzen Charterfolge dieses Mannes aufzuzählen, denn wir wissen, er ist und war schon immer unglaublich erfolgreich. Seit 40 Jahren kann jede Person seine Songs mitsingen. Heute wird es anders wild. Wir sagen zu ihm, You're my heart, you're my soul, Thomas Anders! Du hättest ja auch Tommy heißen können, ne? Ist das richtig? So aber wollte, du findest so den Namen, meinen Namen albern, Thomas? Nee. Nee, aber das war eine ganz andere Zeit. Ja? Ja, also als man mich fragte, das ist jetzt weit über 40 Jahre her, also ich meine 47 Jahre ungefähr, sorry. als man meinen... Ja, okay. Und als ich den Künstlernamen dann aussuchen sollte, Ja. da wollte ich nicht Tommy sein. Das war damals eine Zeit, kennen vielleicht einige noch, Tommy Orner, Ja. war ja riesengroß im Fernsehen. Und man sollte dann, ich wollte nicht Tommy Anders heißen, weil ich sagte mir, wenn ich irgendwann erwachsen bin, dann möchte ich... Dann Das wird nicht besser, Thomas. Nein, doch, ich erklär's dir. Dann möchte ich einfach Thomas heißen. Seriös. Ich finde, die Zeiten haben sich geändert. Ja? Willst du dich jetzt Tommy nennen? Nee, jetzt ist der Zug abgefahren. Aber ich glaube, dass heute man geht viel einfacher damit um. Also nicht Tobias, sondern Tobi, Ja. Tommy. Ich weiß zum Beispiel, mein Sohn, der heißt Alexander. Der will nicht Alexander, der will Alex genannt werden. Ja. Das ist eine andere Generation. Lass Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Mann wirklich da sitzt. Riesenapplaus. Thomas Anders ist da. Unglaublich. Dankeschön. durch die Bank kann man damit Leute beeindrucken. Ja. Einfach sagen, Thomas Anders kommt. Nein, ich sag mal ehrlich, wer kommt? Der Thomas Ja, Anders Anders ist da. kommt wirklich. Sitzt da wirklich. 40 Jahre Modern Talking. Dieses Jahr feiern wir alle. Wie ist, du hast ja mal, ja wirklich, ich bin ein riesen Fan. Sind wir alle. Du hast alle Songs nochmal aufgenommen. Mhm. Wie ist das, wenn man, das habe ich mich gefragt, wenn man anfängt und hat diese Hits, die ihr hattet und habt, und dann ist man so stolz darauf und dann gibt es sicherlich eine Phase, wo man selber dann denkt, oh, ich kann es gerade irgendwie nicht mehr hören, man wird immer darauf angesprochen und dann verliebt man sich doch bestimmt ein zweites Mal in einen Hit, oder? Ist das möglich, dass man sich ein zweites Mal in einen Titel verliebt? Naja, das war nicht ganz so. Sagen wir, nach der ersten Phase von Modern Talking habe ich ja auch andere Musik gemacht und habe Alben aufgenommen. Und ich wollte auch was anderes singen. Und ich wollte unbedingt dem Publikum zeigen, dass ich auch etwas anderes singen kann als ein Sherry Sherry Lady oder ein Brother Louie, weil ich halt eben durch meine Stimme nicht genügend ausgelastet war. Und die Platten, die CDs wurden kein Erfolg. Und ich bin aber dann im Grunde, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwann dahinter kam, wo ich mir sagte, Moment, ich habe eine Modern Talking 1, da war an 2 noch nicht zu denken. Ich habe eigentlich doch eine Karriere hingelegt, wo viele Kolleginnen und Kollegen sich das wünschen würden, dass sie 5 Nummer 1 Hits im Programm hätten und dann eben diese Millionen verkauften Einheiten. Schließt doch Frieden. Es ist doch ein Privileg, dass ich das erleben darf. Und dann habe ich es plötzlich von der anderen Seite gesehen. Und ich habe auch festgestellt, wie viele Menschen, wenn ich halt eben weltweit bei meinen Konzerten bin, glücklich sind. Wenn ich oben You're my heart, you're my soul singe und unten stehen halt eben Tausende von Menschen, dass die dann halt eben mitsingen und eine glückliche Zeit haben. Und irgendwie kam mir denn dieser andere Gedanke, mich beweisen zu wollen, ziemlich albern vor. Und ich sagte zu mir, nein, das ist es eigentlich. Und das ist wirklich ein Privileg, dass ich es erleben darf. Ich war mal in einer Bar, da läuft in Mönchengladbach, in einer Bar, da läuft auf der Toilette mein Podcast immer. Das war so unangenehm. Weil ich war da ein bisschen länger als 2 Minuten drin und dann dachte ich so, oh, das ist unangenehm, das ist unangenehm. Deswegen, wie ist das, wenn man so Hits hat und dann denkt man doch manchmal auch so, oh, mach aus oder halt... Ja, das ist ähnlich. Also sagen wir mal so, unangenehm nicht, aber wenn man dann irgendwie zum Abendessen geht und man sitzt irgendwie beim Italiener und dann kommt dann Sherry Sherry Lady. Die machen es extra an wahrscheinlich. Ja, und dann denke ich immer... Oder in Hotels bestimmt auch, ne? Nicht, weil ich mich dafür schäme, sondern weil ich eigentlich... Ich habe eben so ein bisschen, wenn du halt eben erzählst mit der Schule, manchmal wünsche ich mir so eine Tarnkappe. Ja, so, jetzt drüber ziehen. Ja. Und ich kann im Grunde, keiner beobachtet mich und sowas, aber ich habe mich dran gewöhnt. So eine Lawinenjacke.
Einfach so einfach drum. Wenn Tommy und ich nach Frankreich fahren zusammen im Sprinter, Im Camper. mit einem herrlichen Camper, dann interessiert sich kein Schwein tatsächlich für einen unfassbar erfolgreichen Podcast, aber du kannst ja nicht einfach in Urlaub fahren und denken, so, Frankreich, Leute, keiner kennt mich. Das heißt, du bist doch immer in so einer Hab-Acht-Stellung, oder? Und beim Italiener denkt man, wenn ich jetzt irgendwie die Nudeln nicht aufesse, dann erzählt mir jemand in 5 Jahren, leider sehr arrogant, mochte die Nudeln nicht bei uns. Das ist mir eigentlich egal, Ja. weil sonst habe ich ja kein Leben mehr. Ja. Wenn ich schlecht gelaunt, wenn ich nicht gut drauf bin, gehe ich einfach nicht aus dem Haus. So, und ansonsten ist das Disziplin. Wenn ich mein Haus verlasse und mache die Haustür hinter mir zu, bin ich im Dienst. Das ist mein Job. Ah, krass. Thomas Gottschalk hat mal irgendwann erzählt, dass er, als er an so einem Check-in am Flughafen stand, dass er ganz, ganz oft nach Autogrammen und hier alles gefragt wurde. Und dann meinte er so, dass die Leute, ist Showtime, die Leute wollen das jetzt. Ja, die Leute wollen auch rumerzählen, dass sie Thomas Gottschalk am Check-in gesehen haben. Und das ist ja bei dir mit Sicherheit ganz genauso. Und ich stelle es mir erschöpfend vor, aber irgendwie natürlich auch wahnsinnig aufregend. Und toll, dass so viele Leute so viel Spaß haben an der Sache, die man Also macht. am besten ist immer, wenn ich mit Familie oder mit Freunden verreise. Ich sage immer, geht 2 Meter hinter mir, da ist es lustig. Ja, da ist es nämlich wirklich lustig. Weil die Leute erzählen immer irgendetwas. Immer die Robbe, diesen. So, ja. Also, Ich verstehe. Ich verstehe ja nie. Entschuldigung. AstraZeneca. Blauer Fleck. Ich verstehe nicht, als würde ich das nicht merken. Ja. Man merkt das doch, wenn ich da vorbeigehe. Das kriegt doch jeder mit. Das ist Kinder doch können das normal. auch nicht heimlich. Nein. Aber den verzeiht man es dann aber. Ja. Auch nicht, wenn sie im Bus fotografieren und so. Ja. 40 Jahre, also Modern Talking, also angefangen mitten in den 80ern. Was ich mich auch frage, wie oft sind seitdem eigentlich die 80er so wiedergekommen? Popkulturell, modisch und so. Wie oft hast du schon gesagt, das habe ich auch damals so getragen? Das ist doch bestimmt schon mehrmals jetzt passiert, oder? Ja, irgendwie die 80er sind so dieses Jahrzehnt, das unkaputtbar ist, habe ich das Gefühl. Also Was war denn so geil daran eigentlich? Weil ich war da 1. Also 89, ich habe noch 1 mitgenommen. Wendekind bist du dann. Ja. ich glaube, für die Erinnerung der Menschen sind die 80er unbeschwert. Die sind bunt, die sind verrückt. Es gab viele, also die Musik war auch eine andere als in den Jahrzehnten danach. Es war mehr Melodie, es wurde mehr darauf Wert gelegt. Man hatte auch so ein Walkman. Also das war das, wo man Musik mitnehmen konnte. Also nicht zu Hause sitzen oder im Auto sitzen, sondern man konnte seine Lieblingsmusik mitnehmen. Das hat ganz, ganz viele geprägt. Und dein Leben wurde ja jetzt auch verfilmt. Ne? Und du konntest dich ja nicht selber spielen. Ja. Deswegen hat das Ludger Bökelmann übernommen von den Discountern. Den kennen wir ja alle. Und wir haben den Trailer hier. Wir schauen mal ganz kurz rein. Eine einmalige Erfolgsgeschichte eines kleinen Jungen, der einfach nur singen wollte und der bestimmt war für die ganz große Bühne. Den ersten Schritt in Richtung Erfolg, den ersten wichtigen Schritt hast du schon hinter dir. Du hast eine Schallplatte aufgenommen, aber im Fernsehen hat er sich noch nicht präsentiert, der Thomas Anders. Du stehst im Regen und spürst ihn nicht und dein Haar weht im Wind. Doch sein eigentlicher Traum war es, auf Englisch zu singen. Ja, mein eigentlicher Traum ist es, auf Englisch zu singen. Thomas, da habe ich genau das Richtige für dich. Hier ist ein Produzent unseres Labels, der hat im Urlaub einen Song geschrieben. Ja, moin. Sing den doch mal. Ich bin's der Dieter, grüß dich. Moin. Ich habe einen mega Titel hier vorbereitet. Echt? Müsst ihr mal reinhören. Okay. Mega Nummer. Die Groove. Weißt du? Ey, der ist geil. Das ist richtig geil. Der ist richtig dufte. Richtig geil. Das ist mit dem Hit, oder? Richtig geile Nummer. Die Groove. Weil das Ding ist, ihr sucht euch immer die falschen Titel aus. Ey. Der Groove, der hat Funk. Der ist was für die Hitparade. Hitparade. Weißt du, ja, sicher. Ja, dann machen wir, oder? Sicher. Sicher. Dufte. Ja. Nun zu Dieter Bohlen und Thomas Anders. Die erfolgreichste deutsche Gruppe, die es je gegeben hat. Die Burschen haben im Moment so einen Erfolg. Der schwarze
und der blonde Modern Talking. Modern Talking. Aber auch jede noch so schöne Erfolgsstory hat manchmal ein Ende. Hamburg. Das berühmte deutsche Popduo Modern Talking trennt sich. Das gab die Band heute bekannt. Doch gewisse Geschichten verdienen eine Fortsetzung. Das größte Comeback seit Jesus. Denn manche Menschen gehören einfach zusammen. Weltstars in Wetten, dass. Und hier ist Thomas Gottschalk. So, also, ja, danke. So, also, viele dachten, sie kommen nie mehr zurück. Doch, sie sind wieder hier. Hier sind sie, nach Jahren der Trennung. Modern Talking. Doch manche Menschen gehören wohl einfach doch nicht zusammen. Nach noch einmal 5 erfolgreichen Jahren und 6 neuen Alben ist der Lack endgültig ab. 2003 trennen sich Modern Talking erneut. Aber Rückschläge und Trennungen motivieren ihn nur zu neuen spannenden Projekten und zeigen, dass es mehr braucht, um ihn von seinem Erfolgsweg abzubringen. Von seiner eigenen Kochshow über seine eigene Ahnenshow bis hin zu seinem legendären Auftritt bei Neo Ragazzi. Dem Weg von einem jungen Sänger zu einer der größten Musiklegenden der Welt. Thomas Anders, der Film. Ab dem 15. Mai im ZDF Neo. Ludger Bökelmann in der Rolle seines Lebens. Aber wirklich. Ich freue mich auf den Film. Ich auch. Ich freue mich auf den Film. Ich auch. Wirklich. Ich kann's gar nicht erwarten. Ja, ich liebe Reise. Thomas, stimmt das, als du deine Haare dann irgendwann mal hast abschneiden lassen, keinen Friseur dafür gefunden hast, weil sich niemand getraut hat, das abzumachen, weil die so sagenumwoben und so viel Grandezza haben, deine Haare vielleicht auch versichert sind, dass sich keiner getraut hat? Nee, mein Friseur hat es nicht gemacht. Ja. Und ich bin wirklich, mein Friseur damals in Koblenz, der hat es nicht gemacht. Und ich bin nach Köln gekommen. Und auch das war der längste Haarschnitt meines Lebens. Das war, der hat 4 oder 5 Stunden gedauert, weil der hat zuerst nur so ein Stück abgeschnitten. Und ich du hast sagte, gesagt, mehr? Nee, mehr. Okay, dann noch mal so ein Stück. Und das war ja von hier. Und irgendwie sagte ich, jetzt muss aber bis dahin. Und mein Friseur wiederum in Koblenz hat ein halbes Jahr nicht mehr mit mir gesprochen. Hat er die Haare aufgehoben, glaubst du? Glaube ich nicht. Das wäre ja heute auch Stroh. Ist ja schon so lange Ja, her. können wir trotzdem was anderes Haare zu Hause haben? Kriegt man über die Jahre dann eigentlich so verrückte Anfragen auch? Klar, Was hast du da irgendwelche Geschichten parat? Ja, da gibt es, das ist doch gar nicht so lange her, das war im letzten Jahr, glaube ich, Ende August oder sowas. Da war eine private Party auf einer riesigen Yacht vor Capri. Und, Ich erinnere mich. du warst auch dabei, ne? Das war ihr 20. Oder ich weiß, ich bin einmal aufgetreten, das war im Metropol-Hotel in Monte Carlo und es waren 13 Personen da, es war nur ein runder Tisch. Nein. Und die ganze Band, wir reden heute noch davon, eigentlich hätte man dafür kein Geld nehmen dürfen, aber man muss sich vorstellen, wir mussten spätestens um 21:30 Uhr fertig sein im Auftritt, wegen Lärmbelästigung. Und wir standen dann eben so, dass wir aufs Meer gucken konnten. Und während der Show sahen wir halt eben auf den Hafen von Monaco und sahen bestimmt 40, 50 Yachten in diesen Hafenbecken reinfahren. Und
13 Personen um den Tisch, gefühlt 5000 Rosenbouquets, die drumherum waren. Und irgendwie, man sang dann Sherry, Sherry Lady. Und ich weiß, mein Schlagzeuger, der machte nur so. Nein, das glaube ich alles gar nicht, dass wir das. Also es gibt schon verrückte Sachen, ja. Die gibt es. Geht man dann aber dann einfach aus dem Zimmer, aus dem Hotel dann wieder raus und sagt so, Ja, tschüss, sonst wär ich ja noch drin. Ja, aber dieses so, ich frage mich mal, wie sowas abläuft. Man geht dann da rein, macht man auch Soundcheck und so und das ist ja echt eine ganz abgefahrene Situation. Ja, ich meine, man muss Folgendes sehen, ich reise ja mit einer Mannschaft von 10, 11 Personen. Und die Techniker, die machen halt eben Sound vorher und die kontrollieren das alles, die Musiker machen Sound und ich bin dann im Grunde so eine Stunde vorm Auftritt da und danach macht man da ein schönes Bild mit dem Gastgeber und ja, und dann fährt man ins Hotel und dann trifft man sich noch und am nächsten Morgen fliegen wir alle zurück.